Die meisten Menschen denken bei dämonischem Einfluss oft an Horrorfilme. Aber in Wahrheit beginnt diese dämonische Dunkelheit oft viel leiser. Einige Menschen verlieren plötzlich ihren Frieden, ihre Kontrolle und verändern sich, ohne zu merken, was wirklich passiert. Aber andere bekommen es mit. In den nächsten Minuten wirst du verstehen, welche 10 Zeichen auf dämonischen Einfluss hindeuten, woran du den Geist Gottes wirklich erkennst und wie du laut Bibel geistlich frei werden kannst. Kommen wir gleich zu Anzeichen Nummer 1: Chaos und sinnlose Aggressionen. Kennst du Menschen, die ständig im Streit leben, sich ständig über alles echauffieren, immer Kritik äußern, schnell aus der Haut fahren, aber wenig Konstruktives einbringen? Die zudem ständig irgendwie umgeben sind von Hass und Streitgesprächen, Zorn und Aggressionen und Unfrieden? Jene Menschen haben oft keine innere Ruhe und kennen auch wenig Selbstbeherrschung. Und dieses Muster sieht man heute überall. In den Familien, in Beziehungen, den sozialen Medien besonders, in der Politik jeden Tag und sogar zwischen ganzen Nationen. Dauerhafte negative Emotionen verändern das Denken und Verhalten. Menschen werden irgendwann von dem beherrscht, was sie ständig nähren. Wut erzeugt noch mehr Wut, Hass erzeugt noch mehr Hass und Aggression erzeugt noch mehr Aggression. Und irgendwann eskaliert alles völlig. Es fehlt die Selbststeuerung, sich im Zaum zu halten. Die moderne Psychologie bezeichnet so ein Verhaltensmuster als innere Dysregulation. In der Bibel, speziell in Galater 5, Verse 19 bis 21, lesen wir: Offenbar sind aber die Werke des Fleisches: Hass, Streit, Eifersucht, Zornausbrüche, Uneinigkeit, Neid. Doch manche Menschen verlieren nicht nur ihren inneren Halt, sondern irgendwann sogar sich selbst. Und genau hier beginnt das zweite Zeichen. Zeichen Nummer 2: Die Selbstzerstörung. Ein Mensch zerstört manchmal sogar sich selbst. Gemeint ist der Suizid. Das ist die schlimmste Form. Aber es gibt auch andere Formen, nämlich die Zerstörung des eigenen Körpers durch Stechen, Ritzen, Schneiden oder Brandmale. Aber auch das gezielte Zerstören sozialer Beziehungen kann ein Anzeichen dämonischen Einflusses sein. Wiederholte negative Muster verändern die eigene Wahrnehmung und Verhalten. Das Gehirn beginnt zerstörerische Dinge irgendwann als normal zu akzeptieren. Diese Form der chronischen Selbstzerstörung wird in der modernen Psychologie mit Borderline oder Autoaggression assoziiert. Auch hierfür hat die Bibel ein treffendes Beispiel. In Markus 5, Vers 5 lesen wir, dass ein von Dämonen geplagter Mann mit Steinen sich selbst schlug und sich über Jahre selbst verletzte. Und er war alle Zeit, Tag und Nacht, in den Grabhöhlen und auf den Bergen, schrie und schlug sich mit Steinen. Und in Markus 9, Vers 17 bis 29 lesen wir von einem Jungen, der immer wieder ins Feuer und ins Wasser geworfen wurde, mit dem dämonischen Ziel, ihn zu zerstören. Doch manche Menschen haben nicht nur mit dem zu kämpfen, sondern verlieren irgendwann sogar jeden echten Kontakt zu anderen. Zeichen Nummer 3: Isolation und Einsamkeit. Ein Mensch zieht sich immer weiter zurück. Er pflegt keine echten Beziehungen mehr, hat keine Freude, auch keine Hoffnung mehr. Nur noch innere Dunkelheit. Menschen in dauerhafter Isolation verlieren oft emotionale Stabilität, Hoffnung und gesunde Bindungen. Die moderne Psychologie nennt dieses Muster nicht ohne Grund sozialer Rückzug. In Markus 5 lebte der Besessene von Gerasa, allein, unter den Gräbern und außerhalb der menschlichen Gemeinschaft. Doch Isolation ist oft nur der Anfang. Manche Menschen öffnen sogar geistliche Türen ganz bewusst. Zeichen Nummer 4:
okkulte Türen. Ein Mensch beschäftigt sich mit Wahrsagerei, Tarotkarten, Esoterik, Spiritismus oder okkulten Ritualen. Anfangs wirkt alles harmlos, doch irgendwann kommt die Veränderung. Menschen werden stark von dem beeinflusst, womit sie sich dauerhaft beschäftigen. Diese Tür wird sehr gern von diesen Geistwesen genutzt. Im 5. Buch Mose 18, Verse 10 bis 12 steht: Es soll niemand unter euch gefunden werden, der Wahrsagerei treibt, Zauberei oder Beschwörungen. Aber geistlicher Einfluss zeigt sich nicht nur durch äußere, okkulte Praktiken, sondern irgendwann tief im Inneren eines Menschen. Zeichen Nummer 5: Fehlende Freiheit. Ein Mensch merkt plötzlich, es gibt keine Ruhe mehr, keine Selbstkontrolle, keine Klarheit, Nebel im Kopf. Er fühlt sich innerlich gebunden, gefangen. Dämonen können dieses Gefühl und noch mehr durchaus erzeugen. In Lukas 13, die Verse 11 und 16, steht etwas Erstaunliches über eine verkrümmte Frau. Vers 11: Und siehe, eine Frau war da, die hatte seit 18 Jahren einen Geist, der sie krank machte. Und sie war verkrümmt und konnte sich nicht mehr aufrichten. Vers 16: Musste dann nicht diese, die doch eine Tochter Abrahams ist, die der Satan schon 18 Jahre gebunden hatte, am Sabbat von dieser Fessel gelöst werden? Diese Verse zeigen, dass manche so beeinflusste Menschen nicht nur ihre Freiheit verlieren, sie gehen sogar noch einen Schritt weiter. Zeichen Nummer 6: Widerstand gegen Wahrheit. Ein Mensch hört Wahrheit und weiß innerlich sogar, dass sie stimmt, aber gibt es nie zu. Die Argumente sind erdrückend, aber dennoch reagiert jener oft sofort mit Spott, Wut, Ablehnung, Ablenkung. Diese Menschen reagieren oft dann sehr aggressiv, aus dem Nichts heraus, wenn sie von Dämonen geplagt sind und natürlich auch dann, wenn ihr Weltbild bedroht wird. In Johannes 8 wird Jesus massiv angegriffen, als er die Wahrheit sprach. Und Dämonen reagierten extrem aggressiv auf seine Gegenwart und Botschaft. Kommen wir zum nächsten Anzeichen, denn auch das gibt es. Zeichen Nummer 7: Übernatürliche Manifestationen. Manche Menschen berichten von extremen Manifestationen, anderen Stimmen, übernatürlichem Wissen oder gewaltigen Kräften. In Markus 5, Vers 3 bis 4 steht: Und niemand konnte ihn mehr binden, auch nicht mit einer Kette, denn er war oft mit Fesseln an den Füßen und mit Ketten gebunden gewesen und hatte die Ketten zerrissen und die Fesseln zerrieben, und niemand konnte ihn bändigen. Und jetzt wird es wirklich krass, denn das nächste Anzeichen ist zwar vielen bekannt, aber sie leiden regelrecht darunter. Zeichen Nummer 8: Dauerhafte Werke der Finsternis. Wenn ein Mensch dauerhaft im Neid und in der Selbstsucht lebt, ständig über anderen stehen möchte und sich selbst permanent erhöht, dann ist das nicht nur ein zerstörerisches Verhalten. Die moderne Psychologie spricht hier von toxischen Verhaltensmustern oder sogar von einer narzisstischen Persönlichkeit. In Jakobus 3, Vers 14 bis 16 lesen wir: Habt ihr aber bitteren Neid und Selbstsucht in eurem Herzen, so rühmt euch nicht und lügt nicht gegen die Wahrheit. Das ist nicht die Weisheit, die von oben kommt, sondern eine irdische, seelische, dämonische. Denn wo Neid und Selbstsucht ist, da ist Unordnung und jede böse Tat. Das vorletzte Anzeichen ist besonders brutal. Zeichen Nummer 9: Keine Einsicht und keine Umkehr. Wenn Menschen über lange Zeit
vielleicht sogar über Jahrzehnte in innerer Bitterkeit, im Hass oder mit ständigen Rachegedanken leben und keinerlei Einsicht bekunden, dann werden diese Menschen keine anderen Meinungen zulassen, kein eigenes Schuldempfinden kennen oder gar Mitgefühl empfinden, selbst nur Vorhaltungen machen und immer von Revanche sprechen. Wenn ihr Herz verhärtet und selbst wenn sie andere Menschen mit in den Abgrund reißen, dann ist das eines der stärksten Anzeichen, unter der Gewalt von Dämonen zu stehen. In Römer 1, Vers 21 steht: Denn obwohl sie Gott erkannten, haben sie ihn weder als Gott verherrlicht, noch ihn gedankt, sondern sind in ihren Gedanken in Torheit verfallen, und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Hier beschreibt Paulus Menschen, die trotz offensichtlicher Fehlsichten dennoch an ihrem bösen Verhalten festhalten. Kommen wir jetzt zum letzten Anzeichen und lieblosesten zugleich. Zeichen Nummer 10. Keine Vergebung und keine Versöhnungsbereitschaft. Dauerhafte Bitterkeit im Herzen und dauerhafter Zorn verändert natürlich das Denken und die Emotionen massiv. In Epheser 4, Verse 31 bis 32 lesen wir: Alle Bitterkeit, Wut und Zorn sei fern von euch. Vergebt einander. Aber genau dieses unversöhnliche Verhaltensmuster ist heute sowohl auf der politischen Bühne als auch nationenübergreifend zu beobachten. Aber was ist nun der Gegenpol zu all diesen dämonischen Anzeichen? Wenn Finsternis bestimmte Früchte produziert, wie erkennt man dann den Geist Gottes? In Galater 5, Vers 22 lesen wir: Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Merkst du den krassen Unterschied? Genau dieses Repertoire beherrschen die Dämonen gar nicht. Denn an den Früchten erkennt man den jeweiligen Geist, der in uns wirkt. Sind wir nun schutzlos gegenüber dämonischen Angriffen? Keineswegs, denn der Apostel Paulus fordert uns auf, die geistige Waffenrüstung Gottes anzuziehen. In Epheser 6, Verse 11 bis 12: Zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, mit den Herren der Welt, die über diese Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Am Schluss noch eine Frage zum Nachdenken. Nicht jede psychische Belastung, nicht jede Krankheit und nicht jede innere Dunkelheit ist automatisch dämonisch. Klar, aber gleichzeitig stellt sich eine andere Frage. Was, wenn manche Menschen nicht nur medizinisch, sondern auch dämonisch belastet sind, aber keiner berücksichtigt das? Denn die Bibel spricht eindeutig davon, dass geistlicher Einfluss real ist. Und genau deshalb sollte man zumindest bereit sein, ehrlich darüber einmal nachzudenken. Fazit: An ihren Früchten werdet ihr sie und den Geist dahinter erkennen. Und jetzt interessiert uns deine Meinung. Glaubst du, dass geistlicher Einfluss heute noch real ist, oder unterschätzen viele Menschen diesen Kampf völlig? Schreib es uns in die Kommentare. Und wenn du wissen willst, warum manchen Menschen geistlich angegriffen werden, ohne es zu merken, andere aber nicht, dann schau dir jetzt dieses Video an. Falls dir das heutige Video gefallen hat, dann gib dem Video gern einen Daumen nach oben. Lass ein Abo da und, ganz wichtig, aktiviere die Glocke, damit du automatisch informiert wirst, sobald ein neues Video von School of God erscheint. Gott segne dich.